Dieser Schraubstock ist eine absolute Legende. Der hat mich noch nie im Stich gelassen, begleitet mich schon 35 bis 40 Jahre und wird auch die nächsten 50 Jahre problemlos überleben. Das ist ein Heuer-Front-Schraubstock, ein geschmiedeter Schraubstock. Das ist wirklich was für die Ewigkeit. Und es ist Wahnsinn, was ich über die Jahre damit alles gerettet habe, gerichtet habe. Glatte Gegenteil ist jetzt dieser Schraubstock, ist auch von einem Premium-Hersteller, also kein billiger Schraubstock, ist aber aus Guss. Und der hat nicht mal die Inbetriebnahme überlebt. Das ist wirklich Wahnsinn. Der hat den ersten Hammerschlag abgekriegt und ist gebrochen. Sicherlich kann ein Fertigungsfehler sein, sicherlich, aber im Prinzip Gussschraubstöcke sind wirklich nicht so robust wie gute alte geschmiedete Schraubstöcke. Ich finde die Form von diesem Schraubstock aber so schön, kann den wirklich auch gut gebrauchen, habe den aus dem Schrott gerettet und will den heute wieder in Betrieb nehmen. Was müssen wir dafür machen? Natürlich einmal Guss schweißen und das zweite riesengroße Problem, alle Führungen müssen hinterher 100%ig laufen. Das heißt, ich muss das nicht nur vorschweißen, ich muss es gerade vorschweißen und muss dafür sorgen, dass hier wirklich nichts verzieht. Dazu habe ich mir ein paar Sachen überlegt und das machen wir jetzt. Bei Gussreparaturen, die hinterher wieder dynamisch belastet werden, setzt man oft nicht nur auf den Schweißvorgang, sondern verstiftet das Ganze. Und das will ich hier auch machen. Das heißt, ich zeichne mir mein abgebrochenes Bauteil an und setze hier erstmal eine 11 mm Bohrung. Ich habe eine M10er Gewindestange, so 100%ig genau, ein bisschen Spiegel braucht man. Ich möchte damit Folgendes erreichen. Ich möchte A, eine zusätzliche Festigkeit haben, natürlich durch diese Verstiftung, möchte B, aber auch eine Führung haben, dass ich das ganz genau vorsetzen kann, und C, habe ich natürlich den Vorteil, dadurch kann ich es spannen beim Schweißen und das Ganze kann nicht so leicht verziehen. Dieses kleine Teil zu bohren ist jetzt natürlich keine Herausforderung. Tischbohrmaschine, Ständerbohrmaschine. Jetzt will ich das zweite Teil auch genau an der gleichen Stelle bohren. Setze das hier vernünftig vor, habe ja noch die Kontur von dem Bruch und kann das dann hier durchzeichnen. Muss jetzt überlegen, wie ich das mache. Man könnte es mit einer Handbohrmaschine natürlich machen, kriegt man nie so genau hin. Ich habe hier ganz andere Möglichkeiten. Ich habe ja die Seitenwange von meinem Schweißtisch. Hier spanne ich das Ganze vor, habe ja an dem Schraubstock unten auch schöne gefräste Flächen. Also das ist dann perfekt in einem 90-Grad-Winkel und habe eine Magnetbohrmaschine. Ich habe sogar zwei Magnetbohrmaschinen. Für die Weldinger Magnetbohrmaschine, die ist kleiner, handlicher, eigentlich schöner für solche Aufgaben, habe ich aber kein Futter für einen ganz normalen Spiralbohrer. Darum nehme ich diese größere, ältere, die funktioniert aber auch immer wirklich noch tadellos. Ist auch eine richtig schöne Magnetbohrmaschine und ein Schweißtisch und eine Magnetbohrmaschine, das bietet wirklich so viele tolle Möglichkeiten, ist eine sehr schöne Lösung. So kann ich hier jetzt perfekt für M10 mit 8,5 mm vorbohren. Ich schneide mir jetzt schön vorsichtig mit der Hand hier ein M10er Gewinde, kann die Gewindestange einsetzen und kann das Bauteil hier draufstecken. Und das sieht schon mal alles andere als verkehrt aus. Also ich habe jetzt eine vernünftige Führung, ich habe eine zusätzliche Festigkeit hinterher durch diese M10er Gewindestange. Das ist übrigens eine Edelstahl-Gewindestange, die kann ich im Notfall mit dem Bauteil auch noch vernünftig verschweißen. Darum habe ich hier keine verzinkte oder irgendwas genommen. Und ich habe halt auch, dass ich das beim Schweißen hinterher spanne und das Ganze nicht so schnell verzieht. Jetzt brauche ich natürlich zusätzlich noch eine vernünftige Nahtvorbereitung. Ich habe mir hier den Teil angezeichnet, den ich beschleifen will an beiden Bauteilen. Und dann wird das ganz einfach mit dem Winkelschleifer vernünftig angeschliffen. Da muss man gucken, dass man so einen Öffnungswinkel hat, dass man hier hinterher vernünftig schweißen kann, dass man vernünftig reinkommt. Ich möchte aber auch nicht alles wegschleifen, weil ich natürlich auch ein Stück von dem Gussbauteil weiterhin als Führung haben will, dass der Bruch wirklich 100%ig wieder so davor sitzt, wie es mal gebrochen ist, wie es mal im Ausgangszustand war. Und das Ganze muss ich natürlich jetzt auch kontrollieren. Ich spanne hier erstmal ganz vorsichtig, kontrolliere den Sitz und dann ziehe ich die Schraube richtig schön an, dass das mit richtig viel Druck und richtig viel Spannung davor sitzt. Ich habe vorher natürlich auch noch so ein bisschen die Farbe hier abgeschliffen und habe es auch noch mal mit Druckluft jetzt vernünftig gereinigt, dass man natürlich sämtlichen Staub hier von der Fügefläche weg hat. Das kann man natürlich hinterher beim Schweißen überhaupt nicht gebrauchen. Man hat hier trotzdem am Guss immer viele
viele Stoffe, die dann da rauskommen von der Verarbeitung vom Guss an sich. Also man sollte hier wirklich immer mit Artenschutz und einer vernünftigen Absaugung arbeiten, beziehungsweise solche Arbeiten wirklich draußen ausführen. Auch die ganzen Dämpfe hier und die Spindel ist natürlich gefettet und dergleichen. Das hat man hinterher alles. Wenn man da anfängt, Wärme reinzubringen oder so, dann hat man da Dämpfe, die man wirklich nicht gebrauchen kann. Aber den Schraubstock sieht man hier an dieser Stelle, den kann man so wirklich vernünftig wieder zusammensetzen. Das ist so schon das erste ganz große Erfolgserlebnis heute für mich. Wenn ich jetzt nichts schweißen könnte, dann wäre das so meine Reparaturmöglichkeit. Ich würde hier unten noch eine schöne dicke Platte vorsetzen. Hätte hier zum Beispiel vorhin schon mal eine rausgesucht. Die würde man dann einfach hier unten auch noch verschrauben und dann wäre das auch eine Reparaturmöglichkeit, ohne dass man überhaupt schweißt. Ich kann natürlich schweißen, ich möchte das Ganze auch schweißen. Ich werde das Ganze mit dem Wick-Verfahren schweißen. Wie habe ich dieses Verfahren ausgewählt? Eine ganz einfache Sache. Möglichkeiten sind im Prinzip Mic-Mac-Schweißen, sehr speziell Elektrodenschweißen oder halt das Wick-Schweißen. Wick-Schweißen hat den riesen Vorteil, ist halt sehr, sehr genau, sehr filigran. Man macht nicht so viel Dreck. Ich habe hier einfach mal an einer Stelle hier unten, habe ich wieder beschliffen, einfach einmal Probe geschweißt. Da habe ich gesehen, es funktioniert mit Wick. Bei Wick ist erstmal wichtig, wir brauchen einen dementsprechenden Zusatz. Und da habe ich hier einen Nickel-Basiszusatz. Etwas sehr Spezielles. Hauptanteil ist Nickel und damit kann man sowas wirklich sehr gut schweißen. Es gibt die klassischen Gusszusätze, Ni-Fe-Zusätze, Ni-Fe oder Gusselektroden kann man auch verwenden. Ich, wie gesagt, bin hier ein Fan von diesem Nickel-Basis. Wenn man das alles nicht hat, nehmt einfach einen Edelstahlzusatz. Das geht wirklich auch erstaunlich gut. Dann ist das Wick-Schweißgerät, ganz normal mein WE 2030. Ist mit 180 Ampere richtig knackig eingestellt, dass ich auch wirklich Energie habe, das Ganze vernünftig aufzuschmelzen. Ist ja dickes Material. Ich habe hier vorne eine Gaslinse gerüstet. Das ist auch immer ein entscheidender Punkt, gerade beim Schweißen von Guss und von Stahl. Das heißt, so eine Linse hat hier vorne ein Sieb vor. Das ist im Prinzip so, als wenn ihr zu Hause einen Wasserhahn aufdreht. Da kommt das Gas oder bei euch zu Hause das Wasser ganz fein zerstäubt raus. Ich diese klassische Gasdüse habe, da kommt es durch die Bohrungen raus. Das ist also viel härter und das sorgt oft bei so Werkstoffen wie Guss, dass hier wirklich das Material aufpourt. Also ist ein riesengroßer Unterschied, sollte man immer drauf achten. Und das ist es im Prinzip schon. Ich werde mir jetzt noch eine schöne neue Wolfram-Elektrode anschleifen. Ich habe mir übrigens so ein Wolfram-Elektroden-Schleifgerät gekauft. Richtig schöne Sache. Kann man Wolfram-Elektroden ohne Ende anschleifen. Ganze Dreck ist gekapselt, Schliffbild sieht sehr gut aus. Der Schliff ist immer sehr wiederholgenau. Eine schöne Sache, werde ich vielleicht die Tage auch noch mal vorstellen. Vorgehensweise ist jetzt im Prinzip sehr einfach. Ich werde hier erstmal links und erstmal rechts Stück schweißen, also so einen sogenannten Hefter ausführen, gucken, wie sich das Ganze verhält, immer wieder die Funktion kontrollieren und dann langsam in kleinen Schritten die Naht langsam schweißen, aufbauen. Ich denke mal, das hat schon mal ganz gut geklappt. Funktion ist noch gegeben, da freue ich mich wirklich. Ich habe die Seiten komplett geschweißt, da fehlt nur noch so eine kleine Decklage. Wovon man sich jetzt verabschieden muss, dass das wirklich traumhaft aussieht. Also ich denke mal, das sieht auch nicht schlecht aus. Aber es ist natürlich hier so, dass wir hier nur mit kleinen Strichlagen arbeiten. Bloß nicht irgendwo breit pendeln oder sowas beim Wickschweißen, sondern wirklich kleine, schöne Strichlagen. Eine Seite, andere Seite wieder ein bisschen abkühlen lassen. Jetzt werde ich hier die ersten Strichlagen setzen, dann muss ich hier noch ein bisschen die Farbe natürlich beschleifen. Und dann geht man hier so ganz langsam vor. Aber es ist im Prinzip eine schöne Sache und ist gerade bei diesem einfachen Stahlguss, der in vielen Bereichen verwendet wird, auch wirklich mit Wick ganz toll möglich. Wick, Edelstahlzusatz, Ni-Fe-Zusatz oder hier so ein Nickel-Basiszusatz. Ich muss mal raussuchen, wo es den gibt, dann verlinke ich den natürlich auch noch mal. Also die Funktion ist hier wirklich gut gegeben. Es ging ein bisschen schwer, ich habe es noch mal richtig schön geölt und jetzt kann man hier wirklich vernünftig mitarbeiten. Wichtig ist immer, wenn man sowas fertig geschweißt hat, dass man sich so eine Naht wirklich nochmal von allen Ecken und Enden gut anguckt und ob da in irgendeiner Form irgendwo Risse drin sind. Das ist natürlich immer ein entscheidender Faktor. Wenn da Risse drin sind, muss man es wieder austrennen und muss das Ganze wieder von vorne anfangen.
Hier habe ich jetzt nur eine visuelle Sichtprüfung gemacht. Das heißt, ich habe mir alles vernünftig angeguckt, ob ich einen Riss irgendwo sehe. Rissprüfung ist immer rot-weiß. Das heißt, dass man das einsprüht. Das habe ich auch schon mal in einem Video vorgemacht. Oder es gäbe halt auch die Low-Budget-Rissprüfung, will ich auch mal ganz kurz erklären. Man hat dieses Bauteil, das ist ein bisschen warm ist, dann bestreicht man das mit Öl. Danach reinigt man vorsichtig die Oberfläche und macht es dann wieder ein bisschen warm. Und dann sieht man richtig an den Rissstellen, wenn man die hat, dass dann da wirklich das Öl wieder aus den Rissen und aus den Poren rauskommt. Kann man wirklich machen, ist gerade so bei Behältern oder Motoren relativ üblich, wenn man da natürlich Dichtigkeit haben will und keine anderen Mittel hat. Also da gibt es auch sehr einfache Möglichkeiten, muss nicht immer alles so extrem teuer sein. Geschliffen sieht das Ganze wirklich gut aus. Man kann die Oberflächen vernünftig kontrollieren, sieht auch, dass man hier keine Rissbildung hat. Das hier unten lasse ich natürlich so. Und dann können wir zum nächsten Schritt gehen und können mal einen anständigen Härtetest machen. Den Schraubstock kann ich jetzt nicht ohne weiteres an meinem Schweißtisch befestigen, weil der hat ein 28 mm System, ich habe ein 16 mm System. Da schweiße ich mir mal auf die schnelle Adapter zusammen. Das heißt, es sind ganz einfache Schrauben, kommt oben drauf eine Platte und schon kann man das hier auch anschrauben. Und jetzt machen wir einfach mal einen kleinen Härtetest und gucken, was der Schraubstock sagt. Ich habe hier erstmal einen großen alten Rundstahl. Diesen Rundstahl drücke ich einfach mal, gebe richtig Kraft drauf, ziehe hier wirklich wie ein Elch und es passiert nichts an dem Schraubstock. Test Nummer 2 ist jetzt hier ein 3 mm Blech, das ist 120 mm lang und das biege ich einfach mal zusammen. Muss man auch schon richtig kräftig arbeiten, ist auch schon richtig Kraft und auch das steckt der Schraubstock jetzt wirklich ohne Probleme weg. Jetzt wäre natürlich die Sache, man könnte irgendwas nehmen und wie bescheuert mit dem Hammer draufhauen. Werde ich definitiv nicht machen. Ich habe den Schraubstock für mich gerettet und ich würde mal sagen, der sieht unglaublich gut aus auf dem Schweißtisch. Und zum Spannen, zum Ausrichten, zum Positionieren ist der wirklich ideal. Und auch darin schweißen kann man alles toll machen. Aber diese normalen Richtarbeiten mit dem Hammer, die kann man hier natürlich problemlos ausführen. Ich habe mehrere Bleche umgeklopft. Das ist ein Aluminiumblech, ist keine Belastung. Das ist hier ein 3 mm Stahlblech. Da muss man natürlich schon ein bisschen mehr mit dem Hammer drauf laschen. Das ist alles auch kein Problem. Aber wenn ich so diese massiven Richtarbeiten habe, wo ich den ganz schweren Hammer nehme, den Schraubstock richtig vergewaltige, das würde ich mit dem nicht machen. Hätte ich ein bisschen Befürchtungen, wüsste ich nicht, wäre mir jetzt zu schade für. Da weiß ich, ich habe meinen alten Kumpel, meinen Heuer Front-Schraubstock und der steckt diese Belastung alles völlig problemlos weg. Natürlich habe ich hinterher alles nochmal kontrolliert, ob hier irgendwo eine Rissbildung vorliegt. Die Schraube bleibt vorne auch dran, die sieht man im normalen Betrieb nicht, das stört nicht. Ich denke mal, eine erfolgreiche Reparatur, auch wenn man hier nie ein Bauteil hat, das so ist wie mein schöner alter Schraubstock, ist der doch extrem praktisch, sieht der optisch wirklich richtig schön aus und für die meisten Arbeiten wird der vollkommen ausreichen. Und ich freue mich natürlich tierisch, dass die Reparatur so gut funktioniert hat und dass dieser Schraubstock wirklich so gut läuft, dass hier nichts so massiv verzogen ist, dass der irgendwo schwergängig ist, beziehungsweise überhaupt nicht mehr geht. In diesem Sinne, ich hoffe, diese kleine Reparatur hat euch gut gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und man sieht natürlich daran auch die massiven Unterschiede, ob man wirklich einen geschmiedeten Schraubstock kauft oder ob man einen Gussschraubstock kauft. Die Reparatur hat ungefähr 2 bis 3 Stunden gedauert. Bauteil kostet normal neu 600 Euro. Ich habe diesen Schraubstock aus dem Schrott gerettet und freue mich über das Ergebnis wirklich tierisch. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.